go one level up. Yeah. Okay. Sehr seltsam. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Genau, das ist was ganz Neues. Also hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report. Wir fliegen heute mit einer relativ unbekannten Airline nach Europa. Wir sind in Newark in den USA und fliegen mit La Compagnie. Und der A321 Neo. Es ist eine Business-Class-Only-Maschine. Wir sind echt mega gespannt. Also ich bin's mal wieder. Fast schon so wie bei TAP. Aber jetzt müssen wir erstmal in die Lounge, noch bevor wir eingecheckt sind. Also gucken wir mal, was das bedeutet. Ja, das wird die Lounge auch für nachher sein. Das heißt, wir checken offiziell ein, kommen wieder zurück und die Lounge von La Compagnie ist quasi noch vor der Security. Wir müssen also nachher genügend Zeit einplanen, wenn wir dann zum Flugzeug gehen. Ja. Aber das Tolle ist, beziehungsweise oder auch nicht so tolle, man muss sich hier... Den Champagner in der Lounge. Ist das Champagner? Entdeckt, ja. Aber da ist kein Glas. Das muss von außen holen. Ah, jetzt, nee, die baut gerade erst auf. Aha, da, ich zeig's euch mal. Da. Kann man jetzt nichts verkehrt machen. Das war auch wieder ganz schlau von uns. Wir warten vor dem Check-in-Bereich und warten, bis der Check-in aufmacht. Und hätten eigentlich schon längst hier reingehen können. Und hätten was essen und was trinken können. Wir hatten nämlich riesen Hunger. Es ist jetzt irgendwie Nachmittag. Wir haben Mittag jetzt ausgelassen, weil wir dachten, wir gehen ja sowieso in die Lounge. Das war halt ein bisschen blöd. Also für euch, solltet ihr mit La Compagnie mal fliegen, zurück, könnt ihr also quasi früher vor dem Check-in hier in die Lounge gehen, das Essen und Trinken und dann rausgehen, einchecken, wieder zurückkommen und dann entsprechend auf den Flug dann warten, auf das Boarding. Ja, das Problem ist, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, La Compagnie ist eine reine Business-Class-Airline. Das heißt, es gibt hier auch keine verschiedenen Schlangen, wo man sich anstellen könnte. Es gibt auch keinen Status, der etwas bringt. Es gibt nur den ganz normalen Check-in-Schalter. Hat auch seine Vorteile, jetzt in diesem Fall nicht. Wenn man mit der Erste ist, ist man auch mit einer langen Schlange. Aber egal, danach kann ich zurück in die Lounge gehen. Make an announcement at 6 o'clock, 30 minutes before boarding time. So, jetzt wird es auch langsam voll hier drin. Jeder Passagier darf in die Lounge gehen. Das heißt, der kleine Bereich, den es hier gibt in dieser Lounge, ist komplett für das ganze Flugzeug. 76 Plätze gibt es in der A321 Neo und 76 Leute sind dann auch hier drin. So, jetzt ist auch das Buffet eröffnet da hinten, wo wir vorhin geguckt haben. Es gibt einiges zur Auswahl, wir müssen auch was essen, denn auf der Route jetzt zurück nach Orly, also nach Paris, gibt es eigentlich nur noch ein Snack, kein richtiges Essen, denn es ist ja ein Nachtflug. Das hat sich La Compagnie so ausgedacht, dass man entsprechend in der Lounge essen sollte. Das steht auch so in der Beschreibung. Und dann hat man bei der Ankunft ein schönes Frühstück, aber halt nicht beim Abflug. Wie gesagt, da gibt es nur einen kleinen Snack. Und wie üblich, wir haben ein Pre-Boarding. Das heißt, wir blenden euch für die Szenen wie immer unterstützt durch Produktplatzierung ein. Danke, La Compagnie. Ja, hoffentlich sind wir auch nicht zu spät, denn die Security und die Ausreise war etwas lang und wir sind etwas zu spät losgekommen. Hoffentlich haben wir noch Zeit dafür. Just hold them, the security comes in. Und das ist die A321 Neo, die uns jetzt nach Paris-Orly bringen wird. Ungefähr 8 Stunden lang. Yeah. Hello. Avec votre carte d'embarquement. Welcome on board. Merci beaucoup. So, we can go through. Oh yeah, this looks so good. Hello. Und das ist die reine Business Class hier von La Compagnie. 76 Business Class Sitze gibt es hier in einer 2-2-Konfiguration. Schaut mal, es gibt an jedem Fenster so eine kleine Bemalung. Das sieht auch ganz nett aus.
Hello, good evening. Cool, das ist wie gesagt die Business Class hier. Und vielen Dank an La Compagnie für die Möglichkeit des Preboardings. So können wir euch jetzt nochmal ganz in Ruhe die leere Kabine zeigen. Das finde ich richtig lustig. Es gibt eigentlich keine Airline, die so etwas anbietet. Es gibt auch nur 3 Flugzeuge bei La Compagnie. Die neueste Variante ist jetzt hier die A321 Neo, die sie haben. Sie haben aber noch 2 757 in einer reinen Business-Class-Konfiguration, aber da ist es kein richtiges flaches Bett. Da ist es angewinkelt. Das ist also das einzige Flugzeug mit einem Flatbed, Lie-Flat-Sitze. 2.2-Konfiguration haben sie aber alle. Und reinen Business-Class-Service bieten sie an mit Lounge-Service bei jedem Flugzeug und jedem Flughafen. Und ich finde das irgendwie eine tolle Idee eigentlich. Finde ich toll. Und ich werde euch im Laufe des Videos nochmal erzählen, wie wir dazu gekommen sind und was es für ein Deal aktuell gibt, diese Fluggesellschaft günstig zu fliegen. So, dann ist jetzt auch schon Boarding. Wir hatten eine Menge Zeit hier. Euch die Kabine habt ihr jetzt ja auch gesehen. Ganz in Ruhe, ohne Passagiere und ohne geblurrte Gesichter zeigen zu können. Und ich finde allein schon die Crew, wie sie uns begrüßt hat und wie sie jetzt da uns die Möglichkeit gegeben hat, die Kabine zu zeigen, finde ich toll. Es ist noch hell draußen, ich kann noch ein bisschen was zeigen von dem Start und also ich fühle mich richtig wohl hier bis jetzt und ich bin gespannt, wie der Flug auch verlaufen wird. Das ist ja, wie gesagt, schon ein paar Mal jetzt gesagt, dass es ein reiner Business-Class-Service ist hier und es wird ganz entspannt ablaufen. Wir werden starten und wir werden einen kleinen Snack bekommen, dann werden wir schlafen können und dann gibt es bei der Ankunft in Paris ein leckeres, großes Frühstück, so hoffe ich es zumindest. Zwischendrin kann ich ein bisschen arbeiten, weil, das werde ich euch nachher noch sagen, diese Fluggesellschaft hat ganz besondere Angebote, finde ich. Also ist nicht so typisch wie jede andere Fluggesellschaft, aber das werde ich euch im Laufe des Videos nochmal genauer zeigen, genauer erklären und nun ist Boarding. So, wir sind drin, während das Boarding läuft. Das dauert noch einen Moment. Das hat pünktlich begonnen, nämlich um 18:30 Uhr, 19 Uhr ist offizielle Abflugszeit. Und ich glaube, das wird man auch schaffen. Denn man hat die Leute schon relativ früh aus der Lounge geholt. Man hat also gesagt, das Boarding, weil man weiß natürlich, dass die Security ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Aber die meisten haben schon am Gate gewartet. Wir hatten noch die Möglichkeit, hier reinzugehen. Finde ich cool. Haben euch also jetzt quasi schon viel gezeigt und warten jetzt auf den Abflug. Ja, ich bin mega gespannt. Sie sind super freundlich schon hier und ach, ja, also es macht einen sehr schönen Eindruck, so ein Business Class Only Jet und vor allem, ihr habt es ja auf den Aufnahmen gesehen, der A321 Neo, Business Class Only, also da steige ich dann gerne über Stefan drüber, wenn so ein Flieger solche Strecken fliegt und das darf es auch mal eine 2-2-Konfiguration sein, finde ich. Genau, weil wir schon mal beim Thema sind. Wir sind nämlich mit TAP Air Portugal aus Porto erst nach New York vor ein paar Tagen geflogen. Den Flight Report habt ihr letzte Woche Samstag gesehen, bei uns im Kanal, wenn noch nicht, dann drückt einmal auf das i. War auch eine A321 Neo, aber eine in der LR Long Range Variante. Das ist hier ein reiner Neo, also A321 Neo. Hat auch nur 76 Sitze, deswegen kommt dieser Neo auch so weit. Denn man spart sich Gewicht, also viel Gewicht, wenn man hier nur Business-Class-Sitze einbaut und keine Economy, natürlich auch keine First. Ne? Und man muss natürlich auch dazu sagen, jetzt könnte man denken, das ist ziemlich teuer, aber nein, dem ist nicht so. Wer auf unserer Webseite unter den Deals geguckt hat, da ist man neulich mit La Compagnie für, ich glaube, 1.100 € so um den Dreh rum von Paris nach New York und zurück in Business Class Only. Das ist schon ziemlich genial. So, ja. Also haben wir jetzt mal umgestellt, denn links neben uns soll eigentlich frei sein. Ihr seid jetzt da, wo die Crew Rest ist. Und dann nutzen wir doch gleich mal die Zeit, euch eine kleine Room- oder Sitztour zu geben. Ich habe hier eine Armstütze, die ich hoch und runter machen kann. Mache ich erstmal, damit ich mehr Platz habe. Ich habe ein großes weißes Kissen, Night, All or Early
Bird. Okay, das ist quasi ein bisschen auf Qatar Airways-Style, aber leider nicht zum Mitnehmen. Solche Dinge wie das hier, das muss im Flugzeug verbleiben. Diese Frage bekommen wir tatsächlich ziemlich oft gestellt in den Kommentaren, aber ist nicht schlimm. Ihr könnt immer wieder Kommentare schreiben, dafür ist diese Funktion ja da. Also Kommentare schreiben, sollte euch das Video gefallen, drückt gerne mal den Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen. Dann, wenn ihr auch noch die Glocke setzt mit der Glocke, werdet ihr immer informiert, sobald ein neues Video online geht. Allerdings könnt ihr aber auch sicher sein, dass wir immer mittwochs 17 Uhr und Samstag um 11 Uhr ein neues Video online stellen. So, jetzt muss ich noch warten. Der Captain mit der Ansprache fertig ist, kam dann auch der Champagner oder zur Wahl steht auch noch ein Orangensaft von La Compagnie. Es gibt Piper Heidsieck hier als Champagner, habe ich gesehen. Mag ich eigentlich ganz gerne. Und ich bin ja stehen geblieben. Ich habe also am Sitz dieses weiße Kisten mit einem tollen Slogan drauf. Dann eine Packung mit einer großen Decke, wo ebenfalls das Logo von La Compagnie drauf ist. Decke ich aber oder packe ich erst später aus. Und es ist noch eine Flasche Wasser und das Amenity-Kit von La Compagnie. Ein Stoffbeutel. Man kann ihn auf beiden Seiten aufmachen. Interessant. Genau. Da ist nämlich einmal das drin Ach. zum Zähneputzen. Ja, Zähneputzen und die Earplugs. Genau, und auf der anderen Seite ist nämlich der Rest drin. Das ist ja interessant. Oh ja, Socken, Schlafmaske, ein Beutel, wo die Schuhe reinkommen und ein Kugelschreiber, ein Metallkugelschreiber. Ein paar Cremes. Ich muss noch eins dazu sagen. Wenn ihr das gesehen habt, zufällig auf Instagram, die Fotos oder in Blogs, wenn wir diese globaltraveler.tv Rucksäcke verschenken auf Fan-Treffen, dann ist da meistens so eins drin. Wir werden auch hier wieder fragen, ob wir einige extra kriegen können. Und dann packen wir die da rein und verschenken die natürlich an Zuschauer, die uns persönlich treffen, entweder auf Fan-Treffen oder zum Beispiel in Städten und wir es natürlich dabei haben. Und wer den Rucksack haben will, noch ist die limitierte Auflage nicht aufgebraucht, deswegen vielleicht schnell sein. Einfach auf das i klicken. Genau, gerade schon mal angesprochen. Es gab vor einiger Zeit oder gibt es teilweise immer noch, am besten schaut ihr mal auf unserer Webseite vorbei, unter den Rubriken Deals gibt es ein richtig tolles Angebot. Orly, New York und zurück für 1.100 €. Wir haben leider das Pech, weil als ich das gebucht hatte, gab es diesen Deal nicht. Wir zahlen fast diesen Preis für eine Strecke. Das ist nämlich oft so, dass man für eine Strecke viel mehr zahlt als für ein Return-Ticket. Ist leider so. Was tun wir nicht alles für die Zuschauer? Genau, also wir wollten ihn unbedingt mit der A321 hin und mit der A321 wieder zurück. Also mit beiden aktuellen Langstreckenverbindungen fliegen und damit ein quasi Return-Ticket zusammenbauen. Das haben wir gemacht und deswegen habt ihr auch letzte Woche Samstag TAP Portugal in der Business Class und A321 Neo Long Range gesehen und heute diese Variante. Ladies and gentlemen, welcome aboard La Compagnie. We're about to show you the most relaxing safety briefing ever. Ja, genau. Get yourself comfy, breathe deeply, and listen carefully to the information that follows. Habt ihr gehört? While the seatbelt The signs most on, relaxing vous safety devez video maintenir ever. So sieht's auch aus. Et respirez normalement avant d'aider un autre passager si besoin. And remove the life jacket. Pull it over your head and tighten the strap around your waist. Flight and smoking is unpermitted in any part of the cabin. Your Öffnen pride Sie Ihre position. Augen, atmen Sie tief Au ein. nom de tout l'équipage, nous vous souhaitons un excellent vol et espérons qu'il soit le plus relaxant possible. On behalf of all the crew. Und es geht schon los. Das war wirklich schnell, also 10 Minuten zu früh. 10 Minuten zu früh, aber ich bin erstaunt. Na gut, bei einer Business Class Only ist das nicht so dramatisch, aber Wahnsinn, wie finde ich gut. Ja, wie schnell das ging, also. Und vollkommen entspannt, fand ich. Also kein Stress ist irgendwie aufgekommen. Gut für uns, weil wir noch relativ zügig am Gate sein wollten für die Aufnahme. Aber ansonsten ist man völlig entspannt hier im Flugzeug und man ist auch entspannt wahrscheinlich während des Fluges und kommt entspannt an. So soll es ja sein.
The serving of light dinner followed by a full breakfast before descent. You can read our menu of the day by selecting my flight pages in your video screen. So, wir sind jetzt gestartet und wir sitzen ja in der letzten Reihe und das Gefühl ist, dass es hier relativ laut ist. Und wir haben es auch ziemlich laut, fast 82 dBA, so laut haben wir es noch nie gehabt, also schon ziemlich viel. Vielleicht wird es ja ein bisschen leiser, weil es hört sich an wie Windgeräusche im Hintergrund, aber ich denke nicht. Gut, hier ist dann der berührungsempfindliche Monitor, fast 16 Zoll groß und er ist sehr empfindlich. Also ich brauche bloß einmal kurz rantatschen, sonst funktioniert das. Also ist relativ empfindlich, finde ich gut sowas. Wenn ich also nicht hier vor mir daran arbeiten möchte, also das mit den Fingern bedienen möchte, habe ich den Controller. Da habe ich so einen kleinen Cursor dran und kann damit die Sachen auswählen, kann damit Licht an- und ausmachen und auch den Fernstellen rufen. Filme gibt es zwar einige zur Auswahl, auch viele Blockbuster, aktuelle Filme, viele französische Filme, aber es gibt sie nur in französischer und englischer Sprache. Also, und wenn ich Untertitel habe, gibt es keine. Also das heißt, ich kann mir nur Filme angucken mit englischer und französischer Tonspur. My Meals from New York. Ah ja, da habe ich also schon mal die Menükarte. Ich habe noch gar keine Menükarte gesehen. Seht ihr? Jetzt weiß ich es. Ich finde die Menükarte quasi im Entertainment-System. Und hier ist zur Auswahl eine Suppe, ein Salat oder eine Käseselektion. Das war's dann aber auch. Dann gibt es noch ein Dessert. Das ist was für dich morgen. Und dann gibt es morgen zum Frühstück, oh ja, da freue ich mich drauf, ein Nutella French Toast. Mal sehen, wie das schmeckt. Und natürlich auch ein Croissant gibt es zur Auswahl und Früchtesalat, also Früchtesalat. Gut, ich denke, das Frühstück wird besser sein als das Abendessen. Thank you. Es gibt eine Menge Verstaumöglichkeiten. In der Fußablage kann man eine größere Tasche unterbringen. Man hat unter den Monitoren noch eine, ja, sagen wir mal 10 cm hohe Möglichkeit, etwas abzustellen. Eine Kamera für meinen Fall ganz gut. Hier rechts ist ebenfalls noch Platz, etwas abzustellen. Da ist das Amenity-Kit. Hier ist der Anschluss für die Kopfhörer und auch ein USB-Anschluss, um das Handy laden zu können. Hier rechts übrigens auch nochmal eine Ablagemöglichkeit, meinetwegen so für das Handy zum Beispiel. Der Tisch ist hier relativ einfach rauszuholen. Ich kann ihn aber irgendwie nicht drehen. Ich kann ihn zu mir ranschieben, ich kann ihn auf- und zuklappen und damit auch den Sitz verlassen, aber ich kann ihn nicht drehen, um einfacher rauszugehen. Aber dafür kann ich ja die Armlehne runter tun und dann komme ich ja so relativ einfach raus. Gut. Hier rechts habe ich den Controller, also das Panel, um den Sitz in eine Liegeposition zu verwandeln. Es ist ein flaches Bett, wie gesagt 180 Grad. Das genauere zeige ich euch später nochmal, nachdem wir gegessen haben. Es beginnt nämlich gerade schon der Service. Ziemlich schnell nach dem Start gehen die Flight Attendant hier mit einem Trolley durch und servieren schon mal Getränke. Dann wird man auch gleichzeitig gefragt, was man essen möchte. Es wird die Auswahl an der möglichen Varianten aufgezählt. Ich kann ja auch hier im Display schon sehen, aber eine Menükarte in Form eines kleines Flyers oder ein Blatt Papiers gibt es hier bei La Compagnie nicht. Das ist tatsächlich die erste Airline, die ich jetzt bis jetzt gesehen habe. Gibt es Unlimited Wi-Fi für alle Gäste. Also jeder kann sich hier in das Internet, das Wi-Fi einloggen und hat unbegrenztes Internet. Ich kann jetzt Kommentare auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube sehen und beantworten. Ich kann E-Mails bearbeiten und antworten. Also das ist doch perfekt. Also für jemand, der als Business in einem Business unterwegs ist hier, der ist hier bestens aufgehoben und uns sowieso. Denn in der Zeit, ich gucke ja jetzt sowieso keine Filme, werde ich essen und danach ein bisschen arbeiten, ein bisschen, wie gesagt, Kommentare beantworten, E-Mails beantworten, dann schlafen und dann werden wir wahrscheinlich schon ankommen, weil es sind ja nur knapp 7 Stunden.
beiden Toiletten im hinteren Teil des Flugzeuges. Vorne gibt es noch eine, also insgesamt 3 Toiletten, die einigermaßen groß sind. Für eine A321 finde ich sie ziemlich groß. Wir waren ja in der Top Business Class Toilette vorne und die war mega eng. Und diese bietet schon ein bisschen mehr Platz. Was gibt es denn hier so alles Schönes? Also, es gibt als allererstes Becher. Es gibt Seife. Dann gibt es hier nochmal Seife. Ich glaube, das ist ein Duftspray. Und das ist ein Parfüm. Also ein bisschen Duft. Ja, und das Übliche halt. Ja, das war's schon. Mehr gibt es hier gar nicht. Ich glaube aber, das ist vollkommen okay. Es gibt ja noch das ML-Ticket wie immer. Und auch das Übliche wie das Waschbecken mit Wasser und der Toilette selbst halt. Ja, dann gehen wir mal zurück zu meinem Platz. Es gibt nämlich gleich Essen. Good evening. So, one lobster for you, sir, and one beef for you. For me the beef and cream. Beef and lobster Yeah. system. But here. So on this flight to Paris, you will have a salad, a selection of cheese, and a chocolate cake for dessert. If you like something more, got some cauliflower soup. Yeah, for me, yeah. Ja, wie ich schon zwischendurch erwähnt hatte, auf den Nachtflügen serviert La Compagnie nur eine Kleinigkeit, also ein kleines Snack, also in Form eines Salates. Beefsalat habe ich und Dominik hat die Lobster auf Art Linsen. Was hat sie gesagt? Wie heißt das? Epli, genau, Epli. Und eine Suppe, die haben wir noch bestellt. Das war es dann aber auch. Das heißt, man muss letztendlich in der Lounge etwas essen, sonst geht man hier hungrig zu Bett. Aber das wussten wir vorher. Das kann man nämlich vorher lesen bei La Compagnie. Auf den Flügen von Paris nach New York, merci, gibt es, genau, kann man auf der Webseite nämlich lesen. Da gibt es ein richtiges Menü mit Vorspeise, Hauptgang, Dessert und warm. So, dann probieren wir mal das La Compagnie Light Meal. Auf jeden Fall ist es aber ein kalorienarmes Essen. Also ich kann nicht meckern. Die Suppe war sehr lecker, sie war ziemlich warm. Und das Hauptgericht bzw. der Salat ist sehr, sehr frisch. Der Salat an sich und die bratene gegrillten Zucchini ebenfalls total lecker. Oh. Und da wären wir schon beim Dessert. Der Schokokuchen, der ist so schoko, dass er innen drin wie richtige Schokolade, wie Brei, so richtig fest ist. Und er schmeckt auch wie reine Schokolade. So, Essen ist durch und der Service eigentlich ist auch durch. Ich denke mal, jetzt ist langsam auch Schlafenszeit. Die Leute möchten schlafen, wir auch, beziehungsweise ich werde, wie gesagt, noch ein bisschen arbeiten. Aber eins fehlt ja noch, nämlich der Sitz. Der Sitz bei La Compagnie ist ein flaches Bett, also ein Lie Flat Bed, 180 Grad Liegeposition. Ich bediene ihn hier an diesem kleinen Panel. Ich habe 2 Knöpfe, einmal für die aufrechte Sitzposition, in der ich mich gerade befinde, oder die Liegeposition. Die gebe ich jetzt einfach mal, oder da drücke ich einfach mal drauf. Mal sehen, was passiert. So, das ist jetzt also die Liegefläche. Die Länge, würde ich mal sagen, ist so an die 1,90 Meter, nicht mehr, denn ich stoße meinen Füßen vorne an und hier oben habe ich auch nicht mehr viel Platz. Also 1,90 würde ich sagen, aber die genauen Maße blende ich euch wie immer jetzt von der rechten Seite ein. Und die Breite finde ich okay, finde ich gut, weil ich kann hier diese Armlehne runter machen, habe damit also Platz für meine Arme. Von daher, das finde ich gut. Und ich kann entsprechend auch in den Monitor gucken. Er ist nicht abhängig von dem Sichtwinkel. Das heißt, also ich kann auch von links, von rechts, von oben, von unten immer etwas sehen. Das ist gut, also muss ich hier nicht anwinkeln. Perfekt. Also ich kann sagen, ich kann hier mit Sicherheit schlafen.
Die Geräuschkulisse hat sich jetzt auch so ein bisschen ergeben. Man hat sich entweder an den Krach gewöhnt oder es ist tatsächlich ein bisschen leiser geworden. Ich werde gleich nochmal nach vorne gehen und da nochmal den Test machen. Gut. Ich bin jetzt mal ein bisschen mit meinem Gerät hier durch die Kabine gelaufen. Tatsächlich am leisesten ist es über den Tragflächen, also in der Mitte des Flugzeuges. Vorne sind es ungefähr 73 dBA und hier hinten ganze 77 bis 78. Das ist schon um einiges lauter, in der letzten Reihe zu sitzen. Also als Information für euch. Und ich kann euch generell die letzte Reihe nicht empfehlen, denn in der letzten Reihe sind die Toiletten und die werden relativ oft auch besucht. Und außerdem hinter den Toiletten ist dann auch die Galley. Also beides verursacht oft Krach. Das war's schon mit der Nacht hier in der La Compagnie Business Class oder auf dem La Compagnie Business Class Sitz. Wirklich geschlafen habe ich nicht, aber wollte ich auch gar nicht. Ich habe ein bisschen was noch gemacht und gearbeitet, bin eingenickt, habe jetzt vielleicht 2 Stunden dann so ein bisschen auf dem Sitz geschlafen, was okay war, aber ich habe doch recht gut geschlafen. Did you get to sleep? 2 hours, yeah. Would you like to have breakfast? Yeah. So you will have to choose between a avocado chorizo omelette or a Nutella French toast. Der Nutella French Toast, yeah. Oh ja, das ist genau mein Geschmack. Oh ja, thank you. Nochmal Nutella extra und ein warmes French Toast mit Nutella schon drin und ein Croissant. Coolerweise sieht das immer richtig gut aus, das Croissant. Ein Traum, da könnt ihr mich reinlegen. Nutella warm im French Toast. Wow. Ja, so ging es die ganze Zeit während des Fluges. Ich konnte halt schön in meinem MacBook eure Kommentare oder E-Mails beantworten, konnte eigentlich richtig produktiv sein, aber halt auch nicht wirklich viel schlafen. Und ich kann auch später noch zu Hause genug schlafen. Hat mir richtig, richtig toll gefallen, dieser Flug, muss ich sagen. Und auch dieser ganze Ablauf, das Check-in. Ladies and gentlemen, your captain speaking, which I'll start our descent shortly to Orly Airport. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, der Ablauf ist so gut hier bei La Compagnie. Also vom Check-in mit der Lounge vor und danach, dann zum Boarding, was vollkommen entspannt abgelaufen ist. Für uns jetzt vielleicht nicht, weil wir so früh drin waren, aber ich habe es an den anderen Gästen gesehen und das ging sowas von ruckzuck vonstatten, dass wir sogar noch 10 Minuten früher los konnten. Das heißt, also innerhalb von 20 Minuten war alles erledigt. Und dann der Start, wobei dann standen wir auch relativ lange in der Schlange, weil natürlich die amerikanischen Flughäfen sind alle überlastet. Das heißt, wir sind dann wieder zu spät losgekommen, aber da kann ja die Airline nichts dafür. Ja, und haben während des Fluges ein tolles Erlebnis gehabt. Also das Essen war gut, es war sehr frisch und gesund, der Salat und das Frühstück vorhin mit Nutella, genau mein Geschmack. Und die Crew ist mega aufmerksam, ist irgendetwas leer, wird gefragt, ob noch was da ist, ob ich noch was möchte und ist immer aufmerksam, immer da und auch ebenfalls sehr entspannt, weil es ist auch niemand wirklich gestresst bei 76 Business Class sitzen für das gesamte Flugzeug. Also man kann nach ganz vorne gucken, oh, das ist schon handelbar, denke ich mal. Ich werde jetzt noch ein bisschen arbeiten und dann hat der Captain gerade gesagt, werden wir in die Landung übergehen nach Paris-Orly. Also das ist ja der zweite Flughafen in Paris. Gut, ich melde mich dann nochmal, wenn wir unten angekommen sind. Eine Sache habe ich noch gar nicht erwähnt, weil ich sie noch gar nicht gebraucht hatte. Das sind die La Compagnie Kopfhörer, ganz lustig. Sie sind eckig, habe ich bis jetzt noch nie gehabt, aber sie sind trotzdem over ihr Kopfhörer und Noise Cancelling. Hier ist ein Magnet, der die Verbindung dann herstellt. Und dann setze ich das auf und merke, dass es auch ein Noise Cancelling Kopfhörer ist. Und dann schauen wir mal, was kommt. Aber ich will jetzt ja gar nicht mehr gucken, ich will es ja euch nur zeigen. Ganz gut.
Jetzt habe ich das Frühstück verpasst. So gut geschlafen hier. Gut, auf der Seite, dann ging das. Und ich habe nichts zu meckern gehabt. Gab jetzt wirklich nichts, worüber ich hätte meckern können. Ich habe das Frühstück nicht gegessen, vielleicht. Naja, egal. Und hat alles gepasst, hat mir mal gut gefallen. Hast viel geschlafen, habe ich gesehen, ja. Aber ich muss echt sagen, es war ein toller Flug. Ja, sehr, sehr entspannt. Hat man gemerkt, dass wir auch völlig entspannt ankommen. Also ich wüsste jetzt gar nicht, bin auch gar nicht gestresst. Thank you so much. See you, bye bye. Ja. Angekommen in Paris, Orly. Ja, jetzt müssen wir noch schnell mit dem Taxi zum Paris-Charles de Gaulle Flughafen fahren, weil wir fliegen von dort aus dann weiter nach Hannover. Aber ich fand es richtig toll, diesen Flug, muss ich sagen. Also das kann man auf jeden Fall machen. Eine echte Empfehlung. Wer mal so ein Angebot findet, wie es neulich bei uns auf der Website unter Deals war. Also tolle Business Class, tolle Crew. Am besten zu zweit, mal einen Fremden neben mir. Ich weiß nicht, das muss jeder selber wissen. Aber Top-Produkt. Muss ich schon sagen. Also war auch, ich habe noch keinen entspannteren Flug gehabt als diesen. Muss ich sagen, schon doch. Wieso nicht? Da hatte ich schon einige. Ja, vielleicht beide besser gegessen und geschlafen warst und länger wahrscheinlich, aber für so einen Flug fand ich perfekt. Ja. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Wie gesagt, nicht vergessen, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren findet ihr bei der Info-Abschlusskarte oben rechts und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss. Eine Decke. Aber man kann ja mal fragen, oh, Das war mein Geräusch, sie kommt gleich mit der Flasche. das ist Dominiks Geräusch, also könnt ihr euch merken. Ihr braucht bloß eine Sekt- oder Champagnerflasche aufmachen, knallen lassen und dann kommt er. Kommt da angerannt.